Ja, willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich euch für die Apple Watch, in diesem Fall Series 9, aber auch den älteren Modellen, als auch für die Ultra 2 und Ultra 1 vorstellen, bei dem ihr hier tägliche Trainingsvorschläge bekommt und eure Fitness im Überblick habt. Dabei wird das Ganze wirklich sehr einfach gestaltet, ist gerade für Anfänger wirklich sehr gut geeignet, da ihr jetzt nicht mit Sportmetriken erschlagen werdet, sondern auf ganz einfachem Wege das Ganze dargestellt bekommt. Dabei geht es um die App Gentler Streak, die ihr sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone nutzen könnt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die App jetzt hier mal im Detail an. Ja, da haben wir auch schon die App in der Übersicht. Das ist jetzt die iPad-Version und wir sehen jetzt hier, wenn wir uns das Handy anschauen, können wir keinen großen Unterschied erkennen. Es ist auch alles identisch. Das heißt also, ihr bekommt auch alle Daten hier auf dem Handy genauso angezeigt wie auf dem iPad. Und es ist auch so, dass ihr mit der neuen iPad-Version ja auch Apple Health nun auf dem iPad selber hat, weil die App natürlich sich die Daten aus Apple Health zieht. Ihr müsst natürlich da hier die Berechtigung geben, damit die Daten dann auch hier herangezogen werden können. Wir sehen jetzt hier einmal ein Männchen, das hier so ein bisschen Kraftsport macht. Das könnt ihr aber ausschalten, also ihr seid nicht darauf angewiesen, hier mit diesen Männchen hier zu arbeiten. Ihr könnt es auch wirklich ganz neutral und einfach gestalten. Ich habe es jetzt einfach mal in der Grundeinstellung gelassen. Es ist zwar einfach gestaltet, nichtsdestotrotz werden alle Trainingsdaten im Hintergrund berechnet. Das heißt also, sei es TSS-Modell, als natürlich dann auch hier VO2 Max-Werte oder die Herzfrequenzvariabilität, alle die Faktoren, die hier reinfließen, werden im Hintergrund berechnet, aber für euch ganz, ganz einfach dargestellt. Wir sehen jetzt auch, wie gesagt, hier, ich gebe Gas. Das heißt also, wir sind hier am oberen Ende. Das Herz ist das, wo ich gerade meinen aktuellen Trainingsstatus habe. Wir können uns das Ganze auch auf die 10 Tage anschauen. Dann bekommen wir hier den sogenannten Trainingsload angezeigt. Das ist so der einzige Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier so, wie man es von den Trainingsdaten auch kennt. Alle weißen Punkte, die ihr seht, sind Punkte, an denen ich trainiert habe. Alle schwarzen Punkte sind die Punkte, bei denen ich hier kein Training durchgeführt habe. Wir können uns das bis zu 30 Tagen auf dem iPad anschauen. Auf dem iPhone geht es nicht, da können wir nur in die Zukunft schauen. Und dann sehen wir hier nochmal den Verlauf, dass wir aktuell hier so eine kleine fallende Kurve haben. Das liegt auch daran, dass ich mein Training etwas reduziert habe. Das kann man hier sehr gut ablesen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt von links nach rechts ziehen, uns hier den weiteren Verlauf anzuschauen. Das sehen wir jetzt hier, es geht nach unten. Wenn ich es trainieren würde, dann seht ihr hier, an welchen Tagen ich hier am unteren Ende vom Trainingsload bin. Wenn wir dann runterscrollen, bekommen wir dann auch hier für den Tag hier Tipps angezeigt. Das heißt, das ändert sich auch wirklich täglich nach eurem Trainingszustand. Das heißt, wenn du übertrainiert hast, bekommst du dann auch wirklich Sachen, warum du das jetzt nicht mehr tun solltest. Oder natürlich auch, wenn du zu wenig trainiert hast, was du machen sollst, damit du hier wieder einen Anreiz hast zu trainieren. Und wir sehen jetzt hier, bei mir ist aktuell jetzt der Status, gönn dir eine Pause, können wir mal reingehen, dass jetzt nicht nur einfach ein Icon, das angezeigt wird, nein, es wird dann auch ein bisschen was dazu erklärt und gibt so ein bisschen Hilfestellung, was ihr machen sollt und ja, so ein paar Tipps einfach, die ihr dann angeboten bekommt. Dann gibt es hier unten auch nochmal so weitere, das könnte dir auch noch gefallen, das sind so weitere Tipps, da kommen wir gleich noch drauf hinzu, die könntet ihr euch natürlich dann auch hier durchlesen. Oder hier zum Beispiel Essen macht dich fit, ist auch eine Möglichkeit. Hier gibt es dann so ein paar Tipps, wie man dann sich am besten ernähren sollte, was das Frühstück sein sollte, beziehungsweise wie dann hier der Mittagessen optimal sein soll, um hier eine optimale Regeneration zu gewährleisten. Wir bekommen natürlich auch eine Übersicht unserer aktuellen Aktivitäten angezeigt. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier Garmin, Suunto oder Polar, die Konten miteinander zu verbinden, oder auch Strava ist möglich und dann werden die Daten hier synchronisiert. Das heißt also, ihr braucht jetzt nicht zwingend eine Apple Watch, um das Ganze hier nutzen zu können. Wir kommen aber gleich noch darauf hinzu, warum das vielleicht dann doch sinnvoll ist, das Ganze mit einer Apple Watch zu nutzen. So sehen wir jetzt hier eine Übersicht unserer aktuellen Aktivitäten. Wir haben jetzt 21 Stück in den letzten 30 Tagen. Wir können uns das im Detail dann auch nochmal anschauen. Hier bekommt ihr dann nochmal schön eine Übersicht, beziehungsweise wir sehen jetzt hier oben auch, dass ich es jetzt von RunGap importiert habe. Ich bin jetzt hier mit Garmin gelaufen, habe das dann hier in die Fitness-App reinlaufen lassen, beziehungsweise importiert, und aus der Fitness-App werden dann die Daten auch herangezogen, beziehungsweise ausgewertet. Wir bekommen dann hier so eine kleine Übersicht, was für eine Strecke wir gelaufen sind, was die Schrittfrequenz war, wie viel Kalorien wir verbrannt haben. Und wenn ihr das Ganze dann eingestellt habt, beziehungsweise nicht ausgestellt habt, bekommt ihr auch nochmal so mit Icons angezeigt, was das Ganze hier in Essen bedeutet. Also ein Hamburger Pommes und ein Stück Kuchen wäre das in dem Fall gewesen, um es einfach mal ein bisschen bildlich darzustellen, was das eigentlich bedeutet. Und ihr habt natürlich dann nochmal eine Übersicht eurer Herzfrequenz, beziehungsweise dann auch den Rundenzeiten, und bekommt unten nochmal so ein kleines Diagramm. Seht jetzt hier, ich bin so einen Trail gelaufen, auch einen Berg hoch, und so habt ihr es dann auch hier nochmal in der Übersicht, und unten könnt ihr das Ganze nochmal für euch bewerten, wie anstrengend das Ganze gewesen war. Ihr könnt das Ganze dann auch natürlich teilen, wenn ihr wollt, falls ihr es machen möchtet,
Oder hier oben dann in den Einstellungen auch noch einstellen, ob ihr es mit Geschwindigkeit haben wollt. Oder, ja, können wir mal kurz machen, Meter pro Sekunde zum Beispiel, wenn ihr das haben wollt. Oder dann die Pace ganz normal 1 Kilometer. Und so habt ihr es dann auch mal für eure Datenauswertung, wie ihr das haben möchtet. Ein wichtiger Faktor fürs Training ist natürlich auch die Erholung. Und so ist es natürlich auch hier ein Bestandteil der App. Dafür gehen wir in das Wellbeing hinein. Das ist noch nicht so ganz übersetzt. Wir sehen einmal hier, ja, oben wird gelacht. Das heißt also, hier passt alles. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe einen ausgewogenen Zustand. Wir sehen auch unten, hier werden die Gesundheitsdaten angezeigt. Auch hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze nochmal zu filtern bzw. zu sortieren, wenn ihr das irgendwie anders sortiert haben wollt oder was nicht angezeigt haben möchtet. Und da sind wir auch schon beim Punkt, es werden nicht immer alle Daten exportiert. Zum Beispiel jetzt die Handgelenkstemperatur wird jetzt von Garmin nicht exportiert und so würde das hier an dieser Stelle nicht auftauchen bzw. nicht in die Auswertung mit einfließen. Wir können auch ganz gut sehen, wir haben jetzt 6 verschiedene Kacheln. Einmal die Ruheherzfrequenz bzw. Schlafdauer, Handgelenkstemperatur, die Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität. Die Herzfrequenzvariabilität ist einer der Punkte auch für die Erholung. Wenn diese gut ist bzw. ausgewogen ist, dann hat sich dein Körper auch wirklich sehr gut erholt. Wenn diese schlecht ausfällt, das heißt also, wenn sie nicht im durchschnittlichen Rahmen ist, dann bedeutet es einfach, dass du entweder zu viel trainiert hast, ob das ja zu viel Stress hast oder Einflussfaktoren wie Alkohol oder andere Dinge, die jetzt hier negativ sich auf dein Wohlbefinden auswirken, werden hier auf jeden Fall dann wiedergespiegelt und dein Körper kann sich in der Nacht einfach nicht erholen. Und dabei ist es dann auch egal, ob ich 6 oder 7 Stunden schlafe, wenn die Herzfrequenzvariabilität nicht passt, dann hat sich dein Körper einfach nicht richtig regenerieren können. Ihr seht es auch ganz gut, wenn ihr mal längere Sporteinheiten gemacht habt, müsst ihr einfach mal drauf schauen, wie es dann in der Nacht aussieht. Meistens ist es dann hier, oder ja, geht die Herzfrequenzvariabilität etwas in den Keller und da kann man es eigentlich ganz gut erkennen. Und die App errechnet für euch anhand der Daten, die sie in Apple Health hat, eure Baseline, das heißt also euer Durchschnittswert, den ihr habt und so könnt ihr es ganz gut erkennen, ob ihr darüber oder darunter seid. Wir gehen jetzt einfach mal in den ersten Wert hinein, da sehen wir zum Beispiel jetzt die Schlafenherzfrequenz und wir können ganz gut erkennen, dass wir hier so einen grauen Bereich haben und dann sehen wir auch ganz gut, dass ich hier im Mittel bin, beziehungsweise hier sitzt innerhalb des normalen Bereichs zwischen 37 und 63 Schläge pro Minute. Das haben wir dann auch nochmal über die Woche aufgeteilt. Dann sehen wir nochmal einen kleinen Überblick der Schlafdauer. Auch hier entspricht es dem empfohlenen Richtwert, also ihr bekommt hier oben immer so eine kleine Anzeige angezeigt. Als nächstes haben wir dann die Handgelenkstemperatur. Die Daten kommen jetzt hier von der Apple Watch. Und hier können wir ganz gut sehen, dass der Wert jetzt am Sonntag hochgegangen ist. Das liegt einfach daran, ich habe samstags noch ein Training gemacht. Ja, man hat immer so eine Art Nachglühen. Das hat man jetzt auch ganz gut wieder gesehen. Und man kann auch daraus erkennen, gerade wenn die Umgebungstemperatur sich hier stark verändert, bzw. warm ist oder zu warm ist, dann gehen auch hier die Werte hoch, was natürlich hier sich auch negativ aufs Schlafen auswirkt. Und wenn ihr natürlich krank werdet, ist es auch ein Indikator, wenn die Temperatur hochgeht. Wobei man sagen muss, die Apple Watch sind hier jetzt kein Temperatur- oder kein Fiebermesser. Es ist einfach nur ein Richtwert an dieser Stelle. Also immer, wenn es dir schlecht geht und du dich nicht wohlfühlst, geh immer nochmal zum Arzt, verlass dich jetzt nicht nur auf die Uhren, es sind alles nur Indikatoren. Dann haben wir dann auch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Und da sehen wir jetzt hier, wir sind aktuell unter meinem normalen Bereich. Ich habe einen Traillauf gemacht und das war jetzt recht anstrengend gewesen. Und da kann man auch ganz gut sehen, dass hier die Herzfrequenzvariabilität auch runtergegangen ist. Das heißt also, mein Körper hat sich jetzt nicht optimal in der Nacht erholt und ich soll einfach den nächsten Tag etwas ruhiger angehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch die Atemfrequenz. Das heißt also, hast du Aussätze in der Nacht beim Schlafen oder ist hier alles im Rahmen? Bei mir ist jetzt aktuell auch alles im Rahmen. Und zu guter Letzt natürlich noch die Sauerstoffmessung bzw. Sauerstoffsättigung. Hier ist natürlich dann auch ganz gut zu erkennen, ob man jetzt hier krank ist oder nicht. Ganz interessant, als ich Corona hatte und hier ein bisschen Probleme hatte im Atem, hat man das tatsächlich bei der Apple Watch auch ganz gut erkennen können, dass die Sauerstoffsättigung hier runtergegangen ist. Und aus diesen 6 Parametern wird dann jetzt hier auch geschaut, ist mein Zustand ausgewogen, beziehungsweise wir sehen auch hier Beobachter der Herzfrequenzvariabilität. Der sagt jetzt schon, okay, hier ein Parameter, der ist ein bisschen außerhalb deines Rahmens, achte drauf und so bekommt ihr dann auch hier ein paar Tipps nochmal angezeigt, ohne sich jetzt ganz groß mit der Thematik auskennen zu müssen. Für viele auch interessant ist natürlich auch der historische Verlauf bzw. eine Aufarbeitung der Daten und auch einen kleinen Vergleich. Wenn wir jetzt hier unter Aktivitäten gehen, sehen wir jetzt auch hier schon eine kleine Übersicht. Die orange Linie ist unsere aktuelle Woche, die graue Linie ist die Vorwoche. Und da sehen wir auch schon alle Aktivitäten, die ich gemacht habe. Wir haben zum Beispiel unten einen Indoorlauf, da bin ich auf dem Band gelaufen bzw. auf dem Laufband. Hier oben dann die 2 Läufe, die ich jetzt schon gerade angesprochen habe. Ihr seht dann einmal die Aktivitätsenergie bzw. die Strecke, die ich gelaufen bin und auch den Höhenunterschied. Könnt ihr natürlich immer jeweils draufklicken und bekommt hier auch nochmal so einen kleinen Vergleich zur Vorwoche.
Das Ganze gibt es natürlich dann auch nochmal für Monate, da kann man sich nochmal anschauen. Das sehen wir jetzt hier, ich bin aktuell etwas unter dem November. Als natürlich dann auch fürs Jahr, bekomme ich es auch nochmal schön angezeigt. Als natürlich dann auch alles, was ich jetzt alles an Daten vorhanden habe. Wir können ganz gut sehen, dass hier zum Beispiel mein Jahr 23 jetzt nicht so üppig war wie das Jahr 21. Und so habt ihr es dann hier auch nochmal so in der Übersicht, je nachdem welche Daten vorhanden sind. Ihr könnt aber auch rechts oben hier auf einen Filter klicken. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel sagen, ich möchte zum Beispiel nur Läufe anschauen, Läufe Outdoor. Und dann bekommt ihr einfach nur eine Auswertung aller Läufe Outdoor und habt es auch hier nochmal dann in der Übersicht. Dann sieht man hier auch schon gleich von den Läufen her, bin ich im ähnlichen Bereich gelaufen als jetzt in den letzten beiden Jahren. Das waren jetzt erstmal die Datenübersichten. Ihr habt natürlich auch jetzt, wie eingangs erwähnt, schon die Möglichkeit, hier tägliche Trainingsvorschläge anzeigen zu lassen. Das Ganze ist aber etwas kostenpflichtig, beziehungsweise die App hat hier auch eine kleine Monatsgebühr, beziehungsweise eine Jahresgebühr oder dann auch hier ein Lifetime-Abo. Ich habe ja den Entwickler angeschrieben, um mir die App mal hier anzuschauen. Der hat mir diese auch zur Verfügung gestellt, beziehungsweise hat mir als ein Jahr Zugang gegeben. Und darüber hinaus habe ich jetzt hier auch noch einen Zugangscode bekommen, den ich für euch hier weitergeben kann. Das heißt also, ich habe unten in der Videobeschreibung einen kleinen Code, den könnt ihr nehmen und wenn euch das Ganze gefällt, auch weiterhin abonnieren. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt hier mal die täglichen Trainingsvorschläge an. Dafür gehen wir jetzt hier nochmal auf Streak ganz oben. Dann kommen wir hier nochmal in der Übersicht, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Und dann gibt es hier rechts oben einen ganz unscheinbaren Knopf, Go Gentler. Da gehen wir mal drauf. Und dann sehen wir jetzt hier, bei mir wird aktuell gesagt, ich soll mich ausruhen. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt hier im hinteren Bereich bin. Ihr habt die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich möchte eine aktive Erholung machen. Das heißt also, ich laufe jetzt einfach los und möchte mich ein bisschen entspannen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, hier noch nach rechts das Ganze hier ein bisschen weiter zu bewegen. Das heißt also, ich bin noch nicht ganz am Ende, dass es für mich verletzungstechnisch ein Risiko gibt. Und hier bekomme ich dann weitere Trainings noch vorgeschlagen. Das sind zum Beispiel hier Indoor-Radsport. Da aber jetzt nur 12 Minuten oder 8 Minuten der Herzfrequenzzone 1 und 2. Komme ich auch noch gleich drauf hinzu. Oder jetzt zum Beispiel Indoor-Laufen ist auch eine Möglichkeit, die ich jetzt hier durchführen könnte. Ihr habt rechts oben dann auch die Option, hier auf die 3 Punkte zu gehen. Hier könnt ihr nämlich dann auch entscheiden, für welche Sportarten ihr heute Trainingsvorschläge haben möchtet oder generell haben möchtet. Das heißt also, wir können auch die ganzen Indoor-Sachen hier rausnehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier kurz alles raus, was hier mit Indoor zu tun hat. Und dann bekommen wir jetzt einfach nur noch Outdoor-Vorschläge angezeigt. In diesem Fall ist Spazieren gehen, weil Laufen einfach jetzt nicht mehr drin ist, beziehungsweise die Belastung zu hoch ist. Ich blende jetzt einfach mal ein, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt hier ja nicht im oberen Bereich sind, sondern etwas ausgeruhter. Da bekommt ihr dann schon automatisch Trainingsvorschläge angezeigt, je nachdem wie ihr das Ganze gefiltert habt. Und auch hier habt ihr dann die Option, wenn ihr dann ein intensiveres Training machen wollt. Das heißt also, wenn euch das einfach zu einfach ist und ihr ein bisschen mehr machen wollt, auch hier könnt ihr den Regler dann nochmal weiter nach rechts schieben, um hier dann das Training nochmal zu intensivieren. Einziger Nachteil, wenn man es Nachteil nennen kann, es gibt hier keine Intervalltrainings. Das heißt also, wenn du jetzt hier schon ja mehr im Profibereich unterwegs bist und dann wirklich auch mehr Intervalle machen willst und schneller werden willst, dann bekommt ihr hier keine Vorschläge angezeigt. Das ist auch eher die Frage, ob dann die App Athletic hier vielleicht eher für euch geeignet ist. Das richtet sich hier hauptsächlich wirklich an Leute, die jetzt hier neu reinkommen oder einfach nur ihre Fitness steigern wollen und einfach gesund trainieren möchten. Aber nichtsdestotrotz, ihr bekommt gerade auch als Anfänger mal ein Gefühl, wie ihr das Ganze hier bewerkstelligen sollt, um hier optimal zu trainieren, weil es ist auch entscheidend, dass ihr auf jeden Fall euch ausruht und auch nicht übertrainiert, weil das erhöht auf jeden Fall das Verletzungsrisiko. Der Körper braucht eine gewisse Zeit zu regenerieren und er braucht auch eine Zeit, um muskulär alles aufzubauen. Gerade wenn ihr neu anfangt, ist es ja wirklich sehr, sehr entscheidend, hier auch wirklich die Ruhephasen einzuhalten. Ich weiß, man ist am Anfang wirklich sehr, sehr ehrgeizig und möchte am besten jeden Tag das Ganze machen. Das ist aber am Ende eher kontraproduktiv, weil da ihr meistens euch verletzt und dann wieder nichts machen könnt und dann seid ihr quasi wieder am Anfang. Und wie schon gesagt, wir bekommen auf der Apple Watch, also auf der normale Series, als auch auf der Ultra dann die App angeboten. Wir können jetzt einfach mal hineingehen. Die App ist bei mir jetzt hier ganz unten. Wir sehen jetzt hier auch, das ist das Herz. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Und hier bekommen wir dann auch schon unseren Trainingsload angezeigt. Wir sehen hier, du trainierst hart. Das haben wir gerade schon gesehen. Und hier sind dann auch, wenn wir jetzt hier runter scrollen, die täglichen Trainingsvorschläge werden hier oben direkt angezeigt. Da können wir drauf gehen. Und auch hier sehen wir dann natürlich dann das Ausruhen, beziehungsweise wenn wir jetzt runtergehen, haben wir natürlich die Möglichkeit auch noch eine aktive Erholung durchzuführen, beziehungsweise hier wird uns dann Indoor spazieren gehen angezeigt für 5 Minuten. Auch hier zeige ich jetzt einfach mal, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich etwas erholter bin. Und auch hier könnt ihr natürlich dann oben an dem Button das Ganze nochmal weiterschalten, beziehungsweise wenn ihr es intensiver haben wollt, ebenfalls das machen. Und auch hier können wir dann direkt das Training starten. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf das Spazieren gehen,
Dann wird das Training hier automatisch gestartet. Und hier sehen wir dann auch eine kleine Übersicht. Oben haben wir die Herzfrequenzbereiche, wo wir unterwegs sind. Hier bekommen wir dann die Pace bzw. aktueller Trainingsload. Und wir können natürlich dann auch hier die Musik steuern bzw. dann hier das Ganze beenden, wenn ihr das wollt. Und dann eigentlich beenden. Und dann, wenn ihr das Workout durchgeführt habt, wird es natürlich dann hier in der Fitness-App synchronisiert. Und ihr habt die Daten dann auch hier wieder in der App. Damit das alles auch richtig berechnet werden kann, müssen natürlich auch in Apple Health hier Gewicht, Alter, Geschlecht auch wirklich richtig hinterlegt sein. Und ihr habt dann natürlich auch, dadurch, dass hier alles auf die Herzfrequenzmessung basiert, auch die Möglichkeit, eure Herzfrequenzzonen einzustellen, wenn ihr zum Beispiel beim Arzt einen Leistungstest gemacht habt. Dafür gehen wir jetzt hier unten auf meinen Namen und da sehen wir jetzt auch schon in der dritten Zeile die Herzfrequenzzonen. Und hier könnt ihr das Ganze einstellen, wenn ihr eure Daten kennt, beziehungsweise wenn ihr wisst, in welchen Zonen ihr euch hier aufhaltet. Ansonsten wird es hier automatisch gefüllt, also ihr müsst auch nicht viel machen. Aber wie gesagt, wenn ihr genauere Daten habt, ist natürlich hier sinnvoll, das Ganze dann hier einzutragen. Es gibt an dieser Stelle aber noch mehrere interessante Dinge, die ich auch so bei manchen Sport-Apps ein bisschen vermisse. Und zwar den sogenannten Aktivitätsstatus. Wir sehen jetzt hier, aktuell bin ich aktiv. Wir können mal drauf gehen. Hier gibt es nämlich dann die Möglichkeit, auch 3 verschiedene Sachen oder insgesamt 4 Sachen auszuwählen. Wir haben einfach mal die Pause, wir nehmen ein paar Tage frei, wir sind im Urlaub, das ist eine Möglichkeit. Dann bekommt ihr auch keine Push-Up-Meldung angezeigt, dass ihr trainieren sollt. Oder ich bin zum Beispiel krank, das ist auch eine Option, weil wenn man mal krank ist, kann man einfach nicht trainieren. Viele Apps berücksichtigen das einfach nicht. Die sagen einfach, okay, du warst jetzt 2 Wochen nicht da und fangen einfach an dieser Stelle wieder an, wo ihr aufgehört habt. Und ihr sollt einfach wieder langsam steigern bzw. langsam trainieren. Und da wird das Ganze dann hier mit berücksichtigt. Zu guter Letzt gibt es ja noch eine kleine Übersichtsdatenbank, die so ein paar Sachen beschreibt, beziehungsweise auch so eine kleine Monatszusammenfassung. Wenn wir jetzt unter Einblicke gehen, bekommen wir oben mal einen kleinen Aktivitätsüberblick oder beziehungsweise Rückblick. Wir können zum Beispiel auf den November gehen. Hier bekommen wir mal ganz schön angezeigt, wie viele Tage man trainiert hat, welche Aktivitäten man gemacht hat oder dann zum Beispiel die Dauer von 15 Stunden und 15. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel eine Extended Herr der Ringe Version geht 11,4 Stunden. Ich bin mehr gelaufen als die Extended Version. Oder ihr bekommt dann auch mal so einen Energiehaushalt und habt hier so ein paar lustige oder schöne Anekdoten bzw. auch ein paar Vergleiche mit euren aktuellen Trainingseinheiten bzw. Trainingsstatus, den ihr hier absolviert habt. Natürlich gibt es das Ganze auch nochmal fürs Jahr. Da bekommen wir so einen kleinen Überblick angezeigt. Da gehen wir jetzt einmal los geht's. Und hier seht ihr dann auch nochmal hier zusammengefasst, wie ihr es von Spotify und anderen Aktivitäten kennt oder Apps. So eine kleine Übersicht, wie das Jahr gelaufen ist und könnt hier so ein bisschen durchspringen und einfach das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das für euch hier sich zusammengesetzt hat. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wie viele Tage man trainiert hat oder natürlich dann auch, welche Aktivitäten beziehungsweise dann hier auch, wie viele Stunden man gemacht hat. Wir sehen hier eindeutig, dass der August hier für mich zum Beispiel am besten war. Das ist aber noch nicht alles. Ihr bekommt natürlich dann auch so eine kleine Anleitung angezeigt, die euch einfach nochmal erklärt, was alles hier im Hintergrund passiert. Was ist zum Beispiel eine VO2 Max oder was ist ein Laktatschwellenwert, wenn man das mal irgendwo liest. Das wird hier alles sehr, sehr gut erklärt, also wirklich sehr verständlich, auch wirklich einfach gehalten. Man muss jetzt hier nicht sehr viel Ahnung von Sportwissenschaft haben oder Sport generell. Und so habt ihr es dann auch hier nochmal in der Übersicht, beziehungsweise lernt auch dann hier etwas dazu. Aber wir haben nicht nur eine Anleitung, wir bekommen auch nochmal hier Workout essentiell. Hier bekommen wir die häufigsten Fehler beim Laufen angezeigt. Zum Beispiel hier zu schneller Start, zu schnell erhöhtes Trainingsbelastung. Das, was ihr gerade alles schon erzählt habt, hier bekommt ihr es auch nochmal schriftlich erklärt. Auch Schuhwerk ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Oder natürlich dann auch Rückkehr nach einem Rückschlag, Erholung und warum das Ganze wichtig ist. Hör auf dein Herz. Und wenn wir jetzt mal auf alles gehen, dann können wir das auch mal genauer sehen. Da sehen wir hier alle möglichen Varianten. Oder dann auch hier Tipps fürs Winterworkout zum Beispiel. Es ist einfach, sich mit einem heißen Getränk auf der Couch einzukuscheln. Ja, das ist in der Tat so. Es ist immer ein bisschen schwierig, beim Winter rauszugehen. Und ihr bekommt dann auch nochmal so ein bisschen was dazu beschrieben fürs Wintertraining. Dann haben wir natürlich auch nochmal den Körper verstehen. Hier wird dann auch nochmal wirklich alles erklärt zur Erholung, zur Herzfrequenzzonen, was das eigentlich bedeutet. Oder dann auch die VO2 Max, wenn die sinkt. Erstmal was es ist und wenn sie sinkt, warum das so ist, was man tun sollte. Da bekommt es dann auch nochmal etwas beschrieben. Zum Beispiel wenig Schlaf ist ein Faktor oder auch zu viel Training oder kein ausgeglichenes Training ist ein Grund. Und das habt ihr dann auch hier nochmal erklärt. Ich selber kannte die App jetzt nicht. Ich hatte es ja in einem Kommentar, in einem Video wurde es mal angefragt, ob ich mir das mal anschaue und das mal vorstellen könnte. Darauf bin ich dann erstmal auf die Entwickler zugekommen. Das heißt also, wenn du in den Kommentaren was reinschreibst, dann wird das Ganze auch gelesen. Schreib doch auch gerne mal in die Kommentare, was du von dieser App hältst, wie dein Eindruck ist. Wie gesagt, ich habe den Code hier unten jetzt mal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann kannst du das Ganze auch mal genau selber anschauen. Und wenn das Ganze gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut den Algorithmus und vor allem auch mich.
Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.